Mein Name ist Stefan Bockel, ich bin 34 Jahre alt, habe Holzwirtschaft studiert und bin bei Weinmann als Marktsegmentmanager tätig. Das heißt, ich schaue mir die globale Entwicklung des Holzbaus an und wie dies zu unseren Produkten und zu unserer Strategie passt. Heute soll es um das Thema Mehrgeschossbau gehen. In welche Richtung entwickelt sich der Markt und welche Chancen und Risiken eröffnen sich dadurch, speziell für Handwerksbetriebe? Die steigende Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren und steigende Preise für Material und Grund werden dazu führen, dass der Mehrgeschossbau in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Gemeinsam mit der Hochschule Biberach arbeiten wir aktuell daran, diese Marktentwicklung zu analysieren, um so diese Entwicklung aktiv begleiten zu können. Unter dem Mehrgeschossbau verstehen wir Bauten, die den Anforderungen der Gebäudeklasse 3, 4 und 5 entsprechen. Diese Hochhäuser aus Holz werden immer populärer. Regelmäßig überschlagen sich die Nachrichten, wer das nächste, höchste Holzhausprojekt umgesetzt hat. Das Majorstvenet in Norwegen oder das Hoho in Wien möchte ich hier nur beispielhaft erwähnen. Insbesondere in der Gebäudeklasse 3 zeigt sich im Bereich der Mehrfamilienhäuser ein großes Wachstum. Vor allem bei Hochhäusern der Gebäudeklassen 4 und 5 sind besonders hohe Brandschutz- und Schallschutzanforderungen zu beachten. Aus diesem Grund kommen hier oftmals verschiedene Materialien und Kombinationen aus Massivholz und Holzrahmenbauweise zum Einsatz. Eine weitere Möglichkeit ist der Hybridbau. Hier werden Teile des Gebäudes, wie beispielsweise Decken, aus Kompositen, aus Holz, Beton und Schrauben gefertigt. So können die unterschiedlichen Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften eingesetzt werden. Dadurch werden die Potenziale des Holzbaus optimal ausgeschöpft und wertvolle Ressourcen eingespart. Die gerade angesprochenen höheren baurechtlichen Anforderungen erfordern einen sauberen Planungsprozess. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Elemente für den Mehrgeschossbau oftmals etwas vielschichtiger aufgebaut sind als beim klassischen Einfamilienhaus. In der Durchführung der Projekte spielt die Logistik eine sehr wichtige Rolle. Dabei sind Faktoren wie die Kapazität des Lagers sowie Logistik auf der Baustelle entscheidend, um die Projekte zu realisieren. Zu den Herausforderungen zählen, neben den langfristigen Genehmigungsverfahren, auch die enorme Verantwortung, die mit solchen Projekten verbunden ist. Gerade bei kleineren Handwerksbetrieben, die das gesamte Projekt aus einer Hand anbieten, spielt dies eine wesentliche Rolle. Diesen Herausforderungen stehen jedoch enorme Chancen und Potenziale für Handwerksbetriebe gegenüber. Die meist homogenen Gebäude reduzieren den Arbeitsaufwand in der Arbeitsvorbereitung. Ist das erste Stockwerk erst einmal erstellt, so lassen sich die Datensätze skalieren, ohne für jedes Stockwerk neue Datensätze erstellen zu müssen. Des Weiteren nimmt die Variabilität durch häufig wechselnde Bauvorhaben ab, wodurch ein absolut durchgängiger und effektiver Produktionsfluss erreicht werden kann. Nun mag der ein oder andere sich gerade denken, das könnte eigentlich etwas für mich sein, aber von Beginn an alles selbst zu organisieren als Generalunternehmer, traue ich mir nicht zu. Gerade für Neueinsteiger in diesem Bereich bietet es sich an, zuerst einmal als Elementelieferant für die Mehrgeschossbauten zu beginnen. Dadurch kann der interne Ablauf der Planung von Produktion dieser Projekte perfektioniert werden, ohne dass Sie sich Gedanken um das Aufstellen des Gebäudes auf der Baustelle machen müssen. Durch die Abgabe dieser Teilprozesse an Subunternehmer können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben fokussieren und gleichzeitig eine höhere Wertschöpfung erreichen. Die Ausgangssituation für den Mehrgeschossbau ist sehr gut. Er bietet nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu aktuellen Problemen, wie beispielsweise der Wohnungsnot in Ballungsgebieten. Auch der politische Wille, dieses Bausegment nach vorne zu treiben, ist gegeben. Dadurch können in Zukunft regionale Bauvorschriften weiter vereinfacht und beschleunigt werden. Die Weichen sind also gestellt. Die Entwicklung des Mehrgeschossbaus in den nächsten Jahren wird extrem spannend. Fest steht, es geht hoch hinaus.